Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich dir unsere neue Git-Commit-Funktion und stelle dir dabei auch unsere brandneue Dokumentation vor. Beginnen wir zunächst mit den Git-Commits. Was ist dieses Feature und wo hilft es dir? Grundsätzlich benötigst du diese Funktion nur, wenn du deine Contao-Installationen über sogenannte Git-Repositories verwaltest. Das kann über GitHub sein, das kann aber auch über GitLab sein oder jeden anderen Git-Service. Jetzt ist es so, wenn du zum Beispiel Deployment nutzt und dementsprechend Updates fährst, dann ist es ja so, dass dir über ein Update von Tracked die aktuellen Anpassungen des Updates in deinem Repository fehlen würden. Und genau deswegen haben wir die Git-Commits entwickelt. So kannst du nun weiterhin die Update-Funktion von Tracked nutzen und gleichzeitig nach einem erfolgreichen Update die Composer-Log in dein Repository zurückschreiben lassen. Und wie wir das konfigurieren, zeige ich dir jetzt. Zunächst einmal gehen wir davon aus, dass du bei GitHub oder GitLab eben dein Repository hast. Im nächsten Schritt öffnest du in deiner Tracked-App deine Installation, die du eben verbinden möchtest, und wechselst auf den Reiter Updates. Im Reiter Updates gibt es hier unten so ein kleines graues Icon, das klickst du an und es öffnet sich die Git-Verbindung. Zunächst kopierst du dir den SSH-Public-Key in die Zwischenablage. Öffne nun dein Repository auf GitHub und wechsle hier in den Bereich Settings. Unter den Settings findest du den Menüpunkt Deploy Keys. Hier klickst du auf Add Deploy Key und vergibst dann einen Titel. Der Titel kann frei vergeben werden, anschließend fügst du aus der Zwischenablage deinen Public SSH Key ein. Damit jetzt auch Tracked eben Schreibzugriff hast, klickst du noch auf Allow Write Access und klickst auf Add Key. Das war's auch schon, nun hat Tracked Zugriff auf dein Repository und kann die Composer-Log committen. Jetzt noch ein ganz wichtiger Hinweis zum Schluss, bitte richte immer pro Repository einen eigenen Deploy-Key ein und verwende nicht die Funktion auf deinem allgemeinen GitHub-Profil. Auch hier gibt es die Möglichkeit, einen SSH-Key zu konfigurieren, verwende aber unbedingt immer pro Repository die Einstellung unter Settings und Deploy-Keys. Nun wechselst du zurück in dein Repository, hier klickst du dann auf Code, Local und SSH und kopierst dir diese URL in die Zwischenablage. Zu guter Letzt merken wir uns noch den Branch, in welchem wir jetzt das Ganze committen wollen. Das heißt, in unserem Fall wäre das Main Branch. Nun gehen wir zurück in unsere Tracked-Oberfläche und füllen die Daten aus. Zunächst einmal die Repository-URL. Diese haben wir in die Zwischenablage kopiert und jetzt als Branch trage ich Main ein. Anschließend verbinden und wenn wir alles richtig gemacht haben, dann sollte die Verbindung erfolgreich stattfinden und du siehst das daran, dass hier unten jetzt so ein grünes Icon daraus wurde. Damit wäre die Konfiguration auch schon abgeschlossen und jetzt wird beim nächsten erfolgreichen Update ganz automatisch die aktuelle Composer.log an dein Git-Repository übermittelt. Ich möchte dir das Ganze nun auch noch live zeigen. Wie du siehst, haben wir hier jetzt ein Update. Ich klicke auf Update installieren. Das Update wird jetzt im Hintergrund installiert. Wie du siehst, war das Update jetzt erfolgreich. Wenn wir also jetzt in unser GitHub-Repository zurückwechseln, dann siehst du schon, es gibt einen neuen Commit von Tracked.io. Und wenn ich hier die Commits öffne, dann siehst du, hat sich dieser ganz normal eingereiht und es geht eben um das Update der Composer-Log. Auch hier kann ich nochmal draufklicken und du siehst, es wurde die Composer-Log aktualisiert. Natürlich lässt sich das Ganze auch bei GitLab einrichten. Ich möchte dich jetzt einladen, sieh dir das Ganze in unserer brandneuen Dokumentation an. Wenn du also hier unter den Bereich GitLab gehst, dann siehst du schon, wir haben hier auch alles beschrieben, wie du das Ganze eben bei GitLab hinzufügen kannst. Natürlich findest du auch weitere Bereiche, wie kannst du den Contao Manager anbinden, wie funktioniert das Ganze mit dem Monitoring und so weiter und so fort. Du erreichst unsere Dokumentation über docs.tracked.io und die Dokumentation ist sowohl in Deutsch als auch in englischer Sprache verfügbar. Neben dem Git-Commit und dem neuen Handbuch wurden noch weitere kleine Dinge angepasst. So haben wir zahlreiche Optimierungen am Code vorgenommen, sodass unsere Updates noch stabiler und zuverlässiger laufen. Außerdem findest du ab sofort in der Detailansicht deiner Installationen den Zeitpunkt, wann eine Installation überhaupt bei Tracked hinzugefügt wurde. Ja, das war's schon und ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.